Heute gestalten wir Kartengemälde mit diesen wunderschönen Stempeln von Stampers Anonymous, die mich total an Weihnachten wie früher und die gute alte Zeit erinnern. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Das Stempelset, mit dem wir heute arbeiten, ist von Stampers Anonymous und Tim Holtz. Es heißt Holiday Scenes und es sind diese 3 wunderschönen Stempeln mit Weihnachtsszenen enthalten. Mich erinnern diese Szenen wahnsinnig an Gemälde von früher und darum werde ich heute versuchen, aus diesen Stempeln auch wirklich Gemälde auf Karten zu zaubern. Zu Beginn meines Projekts habe ich noch nicht gewusst, wohin mich das Ganze führen wird. Daher habe ich die Szenen einfach mal sehr oft gestempelt. Dafür habe ich einen Fotokarton in Cremeweiß verwendet, für ein Vintage-Feeling. Ich habe es auch probiert mit Heat Embossing auf Vellum, mit goldenen Stempelfarben, mit weißen Stempelfarben. Und zum Stempeln habe ich Archival Ink benutzt, einerseits Memento Tuxedo Black und andererseits von Ranger Cobalt Archival Ink. All diese Stempelabdrücke sind aber nur in meinen Vorrat gewandert, ich habe sie heute für dieses Video nicht verwendet. Fangen wir gleich an mit unserer ersten Karte, das wird diese hier. Hier habe ich mit der Vorbereitung meines zentralen Fokuspunkts der Karte, nämlich unserem Stempelgemälde, begonnen. Ich habe es mir erst einmal ein bisschen zurechtgeschnitten, also die oberen und die unteren Enden abgeschnitten. Dann habe ich eine Schere benutzt, um die Kanten des Papiers auszufransen und damit alt aussehen zu lassen. Manchmal habe ich selber mit der Hand etwas weggerissen, aber mit der Schere ist es in diesem Fall bei dem Kartonpapier ganz gut gegangen, weil das so ein bisschen eine faserige Konsistenz hat. Mit Distress Oxide Vintage Photo habe ich dann das Ganze alt aussehen lassen, also meine ausgefransten Kanten einfach braun eingefärbt. Dann habe ich mit meinen Arteza Wasserfarben den Himmel des Stempels blau eingefärbt und den Mond gelb. Das hat sehr geholfen, dass das Weiß des Schnees in dieser Szene viel stärker hervorgetreten ist. Im nächsten Schritt habe ich Stickles Sunburst verwendet, um ein paar 3D-Sterne auf dem Himmel erscheinen zu lassen. Jetzt habe ich mir meine erste Mattierungsebene in hellrot zugeschnitten und habe hier Foamtape aufgeklebt, damit ich mein Panel mit dem Stempelabdruck hier aufkleben kann. Da das Stickles noch nicht trocken war, habe ich das Foamtape hier auf die Mattierungsebene aufgetragen und nicht auf die Stempelrückseite direkt. Ich habe das dann trocknen gelassen und erst dann auf der Karte weitergearbeitet. Ich trage hier doppelseitiges Klebeband auf den Rand der Rückseite meines Panels auf und fixiere dann hier eine Spitzenbordüre, die ich mir rund um das Panel ziehe. Bei den Ecken schaue ich darauf, dass ich genug von der Bordüre überlasse, damit die Ecke auch wirklich schön ausschaut. Da mache ich so ein paar Falten hinein. Das ziehe ich also rundherum um die Mattierungsebene auf der Rückseite und ich fixiere dann die Ecken auch noch ein bisschen mit Glue Dots, sicherheitshalber, damit das so hält. Zur weiteren Fixierung und auch für zusätzliche Dimension bringe ich dann Foamtape an. Ihr seht, dass ich die äußeren Streifen dieser Foamtapes wirklich so platziert habe, dass sie auch auf dieser Bordüre zu liegen kommen und das noch einmal festkleben. Dann wird es Zeit, dieses ganze Paket auf meine nächste Mattierungsebene hier in rotem Glitzerpapier aufzukleben. Da dieses Panel ein ungewöhnliches Format hat, kann ich hier keine Blankokarte verwenden, daher habe ich hier ein A4-Papier mal in die Hälfte gefaltet und habe mir jetzt markiert, wie groß ich das zuschneiden muss, dass es dann perfekt für dieses Kartenpanel auch passt. Und dann fixiere ich es mit einem Tape-Roller. Und das war's. Damit ist eigentlich die erste Karte schon fertig. Und ich finde, sie ist wirklich wunderschön geworden. Ich liebe dieses Vintage-Gefühl, das sie einem gibt. Für meine zweite Karte heute habe ich mir wirklich einen Rahmen gebastelt. Ich habe dafür diesen Cut in den Boss-Folder von Crafters Companion verwendet und habe ihn mir aus Kraftpapier ausgestanzt bzw. geschnitten. Um ihn dann altern zu lassen, hat es mehrere Schritte bedurft. Zuerst habe ich meine Distress Crayons hier in der Farbe Vintage Photo genommen und habe diese mit ein bisschen Wasser verdünnt und dann auf die Erhebungen dieses Papierrahmens aufgetragen. Dann habe ich noch mit Vintage Photo und einer Blending Brush den Innen- und Außenrand des Rahmens verdunkelt. Das gleiche habe ich mit einem zweiten in weiß ausgestanzten Rahmen gemacht. Diesen weißen Rahmen klebe ich unter den Kraftrahmen für Dimension und ich wollte nicht, dass das Weiß hier durchscheint. Dann habe ich mein gestempeltes Bild ungefähr auf die Größe des Rahmens zurechtgeschnitten, aber noch nicht angeklebt. Jetzt wird es Zeit, mein Hintergrundpanel für diesen Rahmen herzurichten. Meine Inspiration dabei war so eine alte Tapete in Altrosa. Und um das zu erreichen, habe ich Distress Oxide Victorian Velvet und Mild Lavender für meine Blendung verwendet.
Anschließend habe ich natürlich wieder Wasserspritzer aufgetragen und diese mit einem Küchentuch getrocknet. Damit diese Tapete auch ein Muster aufweist, habe ich mir einen Stempel mit so Vintage-Schriften herausgesucht und habe diesen in derselben Farbe Victorian Velvet, also Ton auf Ton, noch einmal auf meinen Hintergrund aufgestempelt. Dann habe ich die Mattierungsebene noch etwas zurückgeschnitten und auf meine weiße Blankokarte aufgebracht. Jetzt wird es Zeit, mein Stempelbild an dem Rahmen zu befestigen. Dafür verwende ich einfach Flüssigkleber, weil gerade auf embosten Flächen ein Flüssigkleber einfach am besten hält. Es tut mir leid, dass hier wieder einiges aus dem Bild herausgerutscht ist. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem, was ich tue. Ich habe meinen Rahmen dann auch gleich auf meine Blankokarte mit Hintergrund aufgeklebt. Und dann habe ich mir so eine Wax Paste, so eine Wachspaste in Kupfer herausgesucht und habe damit noch einmal eine Schicht Vintage auf meinen Rahmen aufgebracht. Das hat das dann ein bisschen zum Glitzern gebracht und hat auch den Rand stärker betont. Jetzt war mir meine Tapete wieder zu neu neben dem Rahmen. Also habe ich meine Distress Crackle Paste herausgeholt und habe hier einfach ein paar Flecken auf den Kartenhintergrund gemacht. Manchmal dicker, manchmal dünner und das habe ich dann trocknen lassen über Nacht. In getrocknetem Zustand hat das eine herrliche Textur, leider sieht man das nicht wirklich im Video. Um jetzt aber diese ganzen Crackles, also diese Risse, noch stärker hervorzuheben, habe ich wieder meine Distress Crayons gesucht und diesmal in der helleren Farbe Antique Linen ein bisschen auf diese Risse aufgetragen. Leider sieht man aber auch das im Video eher schlecht. Ein letzter Schritt fehlt uns jetzt noch, nämlich mir hat das so gut gefallen mit dem blauen Himmel auf der anderen Karte, dass ich das hier auch gemacht habe. Ich habe mit meinen Wasserfarben den Himmel blau eingefärbt und den Mond gelb, um den Schnee und die Schneelandschaft damit noch stärker zu betonen. Jedenfalls ist unsere Karte damit jetzt fertig und wir kommen zur dritten Karte dieses Videos. Für diese Karte habe ich mir jetzt einen richtigen dreidimensionalen Rahmen gebaut. Dafür habe ich eine 3D-Stanze, eine Shadowbox-Stanze von Crafters Companion verwendet und habe mir die aus mehreren Papieren einmal ausgestanzt, da ich auch hier noch nicht genau wusste, in welche Richtung mein Projekt gehen wird. Diese Stanze enthält mehrere Möglichkeiten, den Rahmen zu gestalten. Ich habe mich dann für diesen dunkelbraunen Kartenhintergrund entschieden und habe mir für die Rahmengestaltung diese Stanze ausgesucht, die so Schlitze hineinstanzt in den Rahmen. Hier kann man ein Band oder eine Bordüre durchfädeln, das werdet ihr mich später noch machen sehen. Außerdem habe ich auf alle Klebelaschen bereits doppelseitiges Klebeband aufgetragen, damit es jetzt schneller geht. Ich habe meine Spitzenbordüre also wieder herausgeholt, die ich auch schon für die Karte Nummer 1 verwendet habe. Und ich habe mir den Anfang der Bordüre mit Tick so umwickelt. Damit war dieses Stück härter und auch dünner ganz am Anfang und damit viel leichter durch diese Schlitze durchzufädeln. Offen und ehrlich unter uns, es war schon ein bisschen eine Fummelei, bis das alles da drinnen war und richtig gelegen ist, aber ich finde, das Endergebnis war wirklich die Mühe wert. Als ich dann fertig war, habe ich die Bordüre an allen 4 Seiten knappkantig abgeschnitten und dann habe ich Glue Dots verwendet, um dieses Ende zu befestigen, damit hier nichts ausfranst oder vielleicht herausgeht. Ich habe dann geschaut, welches von meinen Stempelstücken am besten in diesen Rahmen hineinpasst und habe mich für das cremefarbene entschieden. Und auch hier habe ich wieder den Himmel blau und den Mond gelb gemacht mit meinen Wasserfarben. Mit meiner Mini-Guillotine habe ich dann noch dieses Panel zugeschnitten, dass es auch wirklich in den Rahmen hineinpasst und habe das dann mit Klebeband im Inneren fixiert, damit nichts mehr verrutscht. Damit es dann wie ein vergilbtes altes Gemälde ausschaut, habe ich Vintage Photo am Rand des cremeweißen Fotopapiers verwendet. Für die Konstruktion des Rahmens habe ich vom doppelseitigen Klebeband einmal die Abdeckung entfernt. Dann habe ich die Klebelasche nach hinten gefaltet und dann an der zweiten sichtbaren Faltkante das Ganze umgeklappt und flach festgedrückt. Damit stimmt dann genau der Abstand und die jeweils 2 gegenüberliegenden Seiten dieses Rahmens sind genau parallel. Es gibt dann hier diese kleinen Ecken, die man dann einbiegt. Die habe ich auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Die helfen für die Stabilität des Rahmens und auch zum Montieren der kürzeren Seitenteile. Bei den kürzeren Seitenteilen gehe ich genauso vor wie vorher. Ich falte meine Klebelasche mit dem doppelseitigen Klebeband nach innen um und dann falte ich das Ganze an der zweiten Faltkante flach nach innen. Das drücke ich dann fest und dann stelle ich es wieder auf. Beim Aufstellen muss man ein bisschen schauen, dass man dann die langen Seitenkanten richtig einfädelt, aber das geht schon mit ein bisschen hin und her schieben. Ich habe dann zusätzlich noch Glue Dots in diesen Ecken innen angebracht, damit das besser zusammenhält. Auch hier habe ich jetzt den Rahmen wieder mit diesem Kupferwachs behandelt und habe die Oberseite und die Innenseite damit ein bisschen eingeschmiert, vor allem an den Kanten und an den Ecken. Das gibt dem Ganzen so einen metallischen Glanz und es wirkt dann wirklich alt.
Es schaut fast so aus wie ein metallischer Rahmen, der im Laufe der Jahrhunderte Schmutz und Dreck angesammelt hat. Mir gefällt das richtig gut. So, das waren eigentlich unsere 3 Karten für heute. Ich zeige euch jetzt noch schnell, welche Karten ich noch gemacht habe. Hier bei dieser Karte habe ich einfach ein grünes Papier für den Rahmen verwendet und ein anderes Muster für den Rahmen mit rotem Glitzerpapier dahinter geklebt. Leider ist bei der linken oberen Ecke was schief gegangen, kann man nichts machen. Außerdem habe ich eine Shaker-Karte probiert. Hier habe ich auf Vellum mit weißem Embossingpulver den Stempel Heat Embossed, habe dann Glitzersteine dahinter gelegt und einen dunklen Hintergrund geblendet und habe mir einen blauen Rahmen gebastelt. Leider fängt die Kamera das nicht so gut ein, das Weiß. Daher sieht man das nicht so schön alles. Okay, bleibt mir nur noch, euch fürs Zuschauen zu danken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, wenn euch die Karten gefallen haben. Und sonst, Servus, bis zum nächsten Mal.